sitzen auf einem neuen Air John Deere und machen Laser Grading. Das bedeutet, ich habe hier hinten meine Laser Bucket, so nennen wir das, die gesteuert wird von dem Starfire, der da oben drauf sitzt. Ganz einfach aufgebaut. Vorne die Klappe, das hier sind die Tiefenführungszylinder hier vorne. Gerades Schwert. Unten drunter eben dann hier, da, das ist das Schwert, so nennen wir das. Das hier ist immer in Berührung mit dem Boden und zieht den Boden dann nachher gerade ab. Wir haben 4 Reifenset, die versetzt miteinander sind. Die Achse hier, die ist beweglich, und hinten den sogenannten Ripper, mit dem wir dann, wenn wir Böden aufbrechen müssen, wie hier, so wie ganz lehmige Böden, die aufgebrochen werden möchten, damit wir das einfacher haben, das Zeug in das Bucket reinzuziehen. Rippen wie die hier, die sind mit hartem Stahl beschichtet, dass wir die auch länger benutzen können. Und verschleißen nicht so viel, weil die kriegen auch richtig auf die Nase. Was wir hier damit machen ist, man kann hier sehen, dass wir hier zum Beispiel jetzt dann angefangen haben, den Oberboden abzutragen. Der Oberboden beträgt ungefähr 10 bis 15 cm, mal mehr, mal weniger. Den wollen wir natürlich behalten und den brechen wir auf. Wir ziehen den Oberboden ab, legen den hier ab, hier runter. Man kann das sehen, so, praktisch 3 Stufen, wenn man so will. Die tiefste Stufe, das ist das, wo wir das abgetragen haben, das rippen wir dann einmal nochmal auf, damit wir einen aufgelockerten Boden haben, dass das Wasser auch abgefüllt werden kann. Dann legen wir von höheren Bereichen ab. Da hinten, wo die Sonne scheint, da ist ein höherer Bereich. Da nehmen wir den Boden ab, legen den hier in dieser tieferen Ebene ab. Ihr habt das eben auf dem Bildschirm gesehen, blauer Bereich, tiefere Ebene, da legen wir das ab. Und dann im nächsten Schritt, im dritten Schritt, wenn wir dann eben hier wieder Oberboden abnehmen, legen wir den Oberboden praktisch einmal versetzt hier wieder drauf. Im Moment, weil wir hier, das ist eine 100 Hektar Fläche oder 90 Hektar Fläche, in der Mitte haben wir einen Kanal reingezogen für die Beregnung. Und die wird, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da hinten gerade aufgebaut. Das sind jeweils 65 Meter Enden, die dann hier eben in der Mitte durch den Kanal, da führen wir dann Wasser zu, da ziehen wir das dann raus. Und für diese Beregnungen, diese ist ja jetzt eben on land, und diese Flooded Irrigation, wo wir die ganzen Felder unter Wasser setzen, brauchen wir einen bestimmten Winkel. Der würde dann, wenn wir hier oben fluten würden, irgendwie 1, 2, 3, 4 Grad bis nach unten hin durchhaben, damit das Wasser von oben nach unten läuft. So, was wir jetzt also machen ist, wir haben den Boden hier von dem Oberbodenhaufen da hinten abgenommen und können jetzt dann eben, ich habe mir die AB-Spur gelegt, ich lege die immer nach oder nebeneinander, machen wir vorne die Klappe auf, hinten die Bucket hoch, dass er einen Winkel bekommt und die Erde rausschmeißt. Einmal komplett nach hinten ziehen, dass er sich auf Automatik runternimmt. Und das ist genau die Höhe, die ich haben will. Ihr seht, das läuft jetzt alles automatisch ab. Dieses Steuergerät hier, Steuergerät 1, ist für die Tiefenführung. Und was ich mache ist, jetzt bin ich im ersten Gang, aber sonst so im fünften, sechsten Gang, ansonsten kriegt er einfach zu viel Öl und fängt an zu schlagen. Das will ich nicht. So, jetzt kann man sehen, wenn ich dann jetzt hier 2-3 Mal drüber hergefahren wäre, jetzt kommen wir gleich in den grünen Bereich rein, dann würde die Bucket sich eben auf 0 runtersetzen und eben gar nichts mehr tun, nur oben drüber her schleifen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das helle, das glänzende da, das ist meine Schneide. So, Vorgang wiederholt. Dieser Bereich hier ist ein bisschen höher, da haben wir die Bucket einfach geöffnet, den Oberboden abgelassen. So, und jetzt würden wir dann eben den Joystick einmal ganz nach hinten ziehen. Man sieht, das erste Steuergerät geht auf Automatik, die Bucket pendelt sich da auf der Höhe ein, wo die hin will oder muss. Man hört das auch, der Schlepper muss dann ein bisschen was tun. Der merkt natürlich nicht so viel von. So, und jetzt, weil ich hinten die Wanne noch angekippt habe, schmeißt er die Erde unten raus, da wo dann eben nichts ist. Jetzt kann man wieder sehen, die Schneide kam zum Vorschein. Das Ding ist leer und hinten der Bereich, der ist dann eben jetzt auf der Höhe, die wir hier eingestellt haben, 0. Und beim nächsten Mal, wenn ich darüber herfahren würde,
würden wir eben einen grünen Bereich sehen. Und so arbeitet man sich jetzt dann eben durch von ganz da hinten bis diese Seite. Und dann im nächsten Schritt soll hier dann Mais drauf gepflanzt werden. Und das ist der ganze Vorgang. Und so bewegen wir hier Erde. So macht man das im Übrigen mit allen Flächen. Dieser Vorgang ist natürlich, die macht man nicht jedes Jahr. Aber so alle 5 bis 10 Jahre, kommt ganz drauf an. So, dann beim Vollmachen. Wir sehen unten die Schneide. Dann lassen wir die ganze Maschine per Hand also vollmachen mache ich per Hand. Warten wir jetzt, dann ziehen wir das hier gleich glatt ab. Wir wollen das nicht sofort übertreiben, sonst haben wir hier so tiefe Löcher in den Haufen drin, wollen wir auch nicht. Und jetzt merkt man schon, da muss der ganz schön ran, der Johnny. So, jetzt könnt ihr sehen, jetzt füllt die sich Schritt für Schritt. Und dann vorne die Klappe zumachen, ganz rausheben die Maschine und voll. Jetzt kann man sich das vorstellen, wenn man hier 90 Hektar begradigen muss. Sicherlich sind nicht alle Stellen blau wie in diesem Fall. Das hat sich hier ziemlich, wir haben von hier unten, also von dieser Seite hier haben wir uns hochgearbeitet. Das ist jetzt nur noch der Bereich hier oben, aber diese Fläche hier haben wir bearbeitet. Ich würde behaupten, das hat ungefähr ein Drittel der Fläche hat unsere Aufmerksamkeit hier bekommen mit der Bucket. Ich suche mir immer meine Spur. Ich mache das Spur nach Spur, andere machen das kreuz und quer. Ich mache das gerne nebeneinander, dann weiß ich, wo ich bin. So, dann geht es hier dann eben los. Das ist die wir gerade aufgesammelt haben. Schalten wir dann runter hier. So, vorne, Klappe auf, einmal ganz nach hinten ziehen, Automatik, dann merkt man schon, jetzt geht er nach unten. Hinten den Boden anheben. Fertig. Und jetzt sieht man eben die Schneide eben noch nicht. Jetzt schiebt der Boden vor sich her. Links fängt er jetzt an sauber zu werden, rechts so. Zack, jetzt ist sie leer. Und das war jetzt nicht viel, man sieht das wieder, wie viel Arbeit da reingeht. Wie gesagt, so arbeiten wir uns Schritt für Schritt durch. Das hier sind jetzt 4 Meter. Kann man sich vorstellen, was wir hier schon gemacht haben. Ich denke, mit dem Blick kann man sich jetzt auch verabschieden. Macht's gut. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Sub da. Bis zum nächsten Mal.